1300 Kilometer quer durch Deutschland, natürlich mit dem Elektroauto, diversen Ladestops und ein paar Überraschungen. In diesem dreiteiligen Roadtrip-Video geht es im Fisker Ocean zunächst von Hamburg nach Essen zur eWorld Energy and Water, der europäischen Leitmesse der Energiewirtschaft. Dort schaue ich mir einen brandneuen HPC-Charger an, auf den wir E-Autofahrer in Zukunft wohl häufiger treffen werden. Und am Abend geht's dann noch nach Dortmund. Im zweiten Teil fahre ich von Dortmund nach Dresden, 500 Kilometer am Stück, aber nicht ohne vorher in Dortmund noch einen Big Boost Burger bei JP Performance gegessen zu haben. Und ich mache einen Abstecher zur Halle 77, der Anlaufstelle für Old- und Youngtimer-Fans in Dortmund, mit fast 500.000 Fans bei YouTube. Dort packen wir meinen Fisker Ocean auf den Leistungsprüfstand. Ob das wohl gut geht? Und komme ich noch rechtzeitig nach Dresden zu meinem Termin? Und im dritten Teil dieser Reihe lüfte ich das Geheimnis, was ich in Dresden gemacht habe. Und es geht wieder zurück nach Hamburg. Nochmal rund 500 Kilometer. Zum Schluss gibt's dann natürlich die große Abrechnung. Wie viel Kilometer bin ich gefahren? Wie lange hat das gedauert? Wie viel Strom habe ich verbraucht? Und vor allem, was hat der Trip gekostet? Also, auf geht's heute mit Teil 1. Von Hamburg nach Essen, Messebesuch auf der eWorld und dann weiter nach Dortmund. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ich bin Oliver und freue mich, dass du eingeschaltet hast. 1300 Kilometer quer durch Deutschland, ein Roadtrip, den ich in den letzten Tagen gemacht habe, beruflich bedingt von Hamburg nach Essen, über Dortmund nach Dresden, wieder zurück nach Hamburg. Das ergibt genau so ein Dreieck, 350, 450, 500 Kilometer ungefähr. So die Kantenlängen zusammen 1300 Kilometer bin ich da unterwegs gewesen mit dem Fisker Ocean. Warum Fisker Ocean? Weil das mein Elektroauto ist, mit dem ich das im Moment habe. Das ist das Auto, das ich täglich fahre. Vorher habe ich Tesla gefahren, jetzt ist es ein Fisker. Und dafür habe ich habe ich den Roadtrip mit dem Fisker Ocean gemacht. Ja, im Jahr 2024 ein Roadtrip mit einem vollelektrischen Auto. Das ist heute nicht mehr ganz so schwierig, wie das am Anfang war. Und diese Videoreihe ist auch dafür gedacht, denjenigen, die sich für ein E-Auto interessieren, so ein bisschen die Angst vor der Langstrecke nochmal zu nehmen. Es ist relativ einfach. Die Autos, der Fisker, aber auch alle anderen, ich sage mal, marktgerechten Elektroautos heute haben eine Navigation an Bord. Die Navigation kennt die Ladesäulen und du gibst ein, wo du hin willst. Ich will nach Essen. Und dann kriegst du einen Routenvorschlag inklusive einer Ladeplanung. Und die allermeisten Autos sagen dir genau, du fährst da lang, dann musst du da raus, dann lädst du mich für 20 Minuten auf und dann fahren wir weiter. Das ist relativ einfach. Was ich immer vorher mache, noch so alte Schule wie früher, wo das mit den Navis in den Autos noch nicht so toll war, ich schaue mir das meistens vorher nochmal auf einem Computer, Notebook, iPad, wie auch immer, so eine App an. Es gibt da Apps wie zum Beispiel Google Maps, kann man einfach mal so als ersten Schuss für die Routenplanung nehmen. Oder A Better Route Planner, ein spezielles Navigationsplattform-App für Elektroautos. Dort gibst du ein, welches Elektroauto fahre ich denn? Dann gibst du deine Route ein und kannst alle Parameter setzen. Ich fahre mit einem halben Akku los und ich will, wenn ich ankomme, noch 20% Rest im Akku haben. Und ich fahre auf der Autobahn, wenn es frei ist, vielleicht 130 oder 150 und wir sind zu viert im Auto und es regnet. Da kann man ganz viele Parameter setzen und dann kannst du dir diese Route so ein bisschen anschauen. Was hat das für einen Sinn, wenn der Wagen das doch am Ende alles selber macht? Nun, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo sind denn große Ladehubs, Ladestops. Und da würde ich empfehlen, dass ihr guckt nach Ladehubs, wo mindestens 4 Ladesäulen stehen. Wenn es eine ist oder 2, ist das Risiko relativ groß, dass man da kleben bleibt. Es gibt so einige Marken, von denen man recht schnell raus hat, dass sie sehr zuverlässig sind, weil der Ladesäulenbetreiber sich da auch schon für engagiert, dass das funktioniert. Aber normalerweise würde ich immer versuchen, an Ladestandorte zu kommen, wo 4 Säulen auf euch warten. Da ist das Risiko, dass sie besetzt sind, kaputt sind, zugeparkt, relativ gering. Ihr habt dann 1 von 4 immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Tja, idealerweise kann man den Wagen zu Hause aufladen und startet mit einem vollen Akku. Das muss aber nicht sein. Du kannst heute auch mit einem halbvollen Akku losfahren und lädst da unterwegs das erste Mal. So, und jetzt geht's los. So, dann bist du. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal 2, 3 Dinge machen, bevor es losgeht. Der erste Punkt ist, dass wir
diesen Geschwindigkeitswarner ausschalten. Der ist bei allen Neuwagen jetzt Vorschrift. Den machen wir aus, weil der nervt. Denn die Geschwindigkeit wird nicht immer hundertprozentig erkannt. Das ist beim Fisker Ocean ganz gut, aber es nervt trotzdem. Der zweite Punkt ist, dass wir nochmal hier auf die Ladeanzeige gucken. Der Wagen ist voll auf 100%. 707 Kilometer ist die WLTP-Reichweite. Dazu später mehr. Die ist natürlich völlig gaga, aber egal. Und das sind die Fahrten. Und wir setzen mal den Trip-Meter auf 0 zurück. Und von daher ist jetzt alles gut. Es ist 10 Uhr morgens und wir geben ein, wohin wollen wir? Wir wollen essen. Messe, mal sehen, was er da macht. Lass ihn mal suchen, einen Augenblick. So. Messe, Essen, Messestraße. Ja, ich denke mal hier Messe, Essen, das wird es wohl sein, 302 Kilometer. Ja, da ist das Messegelände, das ist also dieses hier. Da unten muss ich eigentlich hin, aber egal, das werde ich schon finden. Hier ist schon alles rot, also schon alles gesperrt und wir fahren los, 350 Kilometer und er sagt, ich bin mit 29% da, muss also nicht laden. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht halte ich trotzdem noch mal an und trinke einen Kaffee und lade, denn wir haben Zeit und das ist die Navigation. Jetzt suche ich mir hier noch eine schöne Musik aus oder einen schönen Podcast und dann kann es losgehen. 80er Mix, warum nicht? Auf geht's! So, es ist 11:20 Uhr ungefähr und ich bin jetzt so eine Stunde, 10 Minuten unterwegs. Hier geht es gerade im Moment ein bisschen gemütlicher auf der Autobahn zu, weil es recht voll ist. Gibt mir etwas Zeit und Gelegenheit, mal über Strategie zu sprechen. Wie fährt man mit so einem Elektroauto Langstrecke? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist nicht anders als beim Benziner oder Verbrenner. Wenn du sparsam fährst, verbrauchst du weniger, dann musst du nicht so schnell tanken oder gar nicht. Wenn du schneller fährst, was Spaß macht, verbrauchst du mehr, musst halt dann mal raus und nachtanken. Beim Elektroauto ist dieses Nachtanken ja mit etwas mehr Zeit verbunden als beim Verbrenner. Insofern muss man sich das schon gut überlegen. Kleine Anekdote aus meiner Kindheit, bin mit meinen Eltern häufig mit dem Auto in Urlaub gefahren. Wir sind auch vielen zum Bodensee gefahren und ich erinnere mich, mein Vater hatte damals so einen 5er BMW. Da mussten wir immer in Kirchheim tanken. Das war so hinter Kassel, Kirchheimer Dreieck und da irgendwo in der Gegend, da war meist Schicht im Schacht, wir mussten tanken. Und dann haben wir tatsächlich, wenn wir da wieder auf die Autobahn gefahren sind, viele Autos gesehen, die wir kurz hinter Hamburg überholt hatten. LKWs oder so mit einer bestimmten Ladung, die recht einprägsam war, die hatten wir dann wieder vor uns. Also dies mit dem schnellen Fahren bringt nicht immer so viel. Beim Elektroauto genauso. Du kannst mit 80 hinterm Betonmischer hinterher tuckern, dann hast du natürlich traumhafte Verbräuche und irrsinnige Reichweiten und sparst dir einen Ladestopp. Oder du fährst super schnell. Die Elektroautos fahren auch 200, 180. Dieser hier für 210. Kann man alles machen. Dann säuft er allerdings wie Dean Martin an der Bar und du bist relativ schnell Gast an einer Ladestation und musst das Auto wieder aufladen. Und die Zeit, die du an der Ladestation für den Stopp verbringst, die musst du auf der Straße durch Schnellfahren erstmal wieder aufholen. Und das sehe ich nicht. Ich fahre so eine gesunde Mitte. Ich fahre irgendwo zwischen 120 und 135, irgendwo so in den Dreh. Es ist relativ voll, so viel schneller geht es auch nicht. Und ja, ich denke mal, dass ich ohne Ladestopp Hamburg-Essen durchkomme. Das Auto zeigt mir im Moment an, dass ich mit 28% State of Charge am Ziel ankomme. Schauen wir mal. Noch ein Wort zum Fahrmodus. Ich fahre im Energiesparmodus, der nennt sich bei Fisker Earth. Die Autos haben verschiedene Fahrmodi. Auch da kann man ein bisschen optimieren. Es gibt meist einen Energiesparmodus, bei dem die Antriebsleistung reduziert wird und auch die Leistung der Klimaanlage wird ein bisschen runtergefahren. In dem Modus fahre ich jetzt. Das heißt, ich habe nur einen Elektromotor in Betrieb, nämlich den auf der Vorderachse.
und damit spare ich mir den Strom für den Motor auf der Hinterachse. Der ist durch eine Kupplung abgekoppelt und das bringt natürlich wieder mehr Reichweite. Und im Prinzip, wenn du dir bei 130 den Tempomaten reinstellst und es ist nicht nass und nicht glatt, dann ist das auch egal, ob du einen Allrad- oder Zweiradantrieb hast, völlig wurscht. Insofern kann ich hier ein bisschen Strom sparen und ein bisschen Reichweite mitnehmen. Ja, und ja, jetzt geht's los. Denke mal, ganz normal mitschwimmen im Verkehr, 120, 130, 135, 140, gar kein Problem. So, ich bin kurz mal rechts rausgefahren, um euch was zu zeigen. Es geht während der Fahrt schlecht, aber es hat was mit während der Fahrt zu tun. Nehmen wir mal an, ihr fahrt und habt, so wie ich jetzt mal, Hunger oder wollt einen Kaffee trinken oder ihr sucht eine Ladesäule. Dann machen die Navigationssysteme vieler Autos, vieler Elektroautos heute euch das ganz einfach. So auch beim Fisker Ocean. Zeige ich euch mal an dieser Stelle. Also, hier ist die große Navi und er sagt mir, was los ist. Es ist jetzt 12:27 Uhr, Viertel nach 10 bin ich ja losgefahren. 13:42 Uhr soll ich da sein. Ich habe noch 22% State of Charge, wenn ich da ankomme bei der Messe in Essen. Alles relativ easy. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Appetit habe, kann ich hier einen Stopp hinzufügen. Relativ einfach. Ich suche mal, sagen wir mal, einen Kaffee. Meinen Kaffee zu trinken, dauert einen kleinen Augenblick, dann sucht er mir entlang der Strecke ein Café und bingo, natürlich alles McCafé. Ja, so, McCafé ist hier das nächste. Dann kann man das gleiche auch mit dem Restaurant machen. Also wir drücken wieder einen Stopp hinzufügen, drücken ein Restaurant und dann kommen wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen Schnellrestaurants. Hier seht ihr die ganze Route runter, da bin ich, das ist meine Route runter und hier sind die verschiedenen Schnellrestaurants, die ich jetzt hier durchgehen kann. Burger King, oh ja, ich sehe schon, Schnitzelhuber, Restaurant Autohof, McDonald's, zur Post. Also ihr seht, dann bin ich schon da an der Stelle, ne? Da ist jetzt zur Post, dann hüpft er weiter, Restaurant Münsterland, ne? So geht er die durch und Autohof, McDonald's und Co. Also Elektroautofahren macht wirklich dick, weil man im Prinzip passt das Ernährungsangebot nicht unbedingt zu der Einstellung, mit der man hier Auto fährt. Und auch Ladestationen sind auch kein Problem. Wir stoppen das mal hier, Restaurant, Pizzeria, alles gut. Wählen einen Zwischenstopp aus und nehmen wir mal an, ich müsste jetzt irgendwie laden, dann entweder macht das Auto das ja von alleine, dass er sagt, wenn du am Ziel ankommen willst, dann müssen wir beide jetzt hier rausfahren, oder wir laden. Und da kann man auch noch einen Filter setzen, mit wie viel man das haben will. Also hier sieht man jetzt auf der Strecke die nächsten Ladestationen, da sind wir wieder, hier sind die nächsten Ladestationen. Aral Puls, er zeigt mir auch, es sind 4 von 8 verfügbar. Kann ich also hier entsprechend EWI Go, da sind 2 verfügbar. Wir gehen weiter, da scheint irgendwas kaputt zu sein. E.ON Drive 0 von 1 verfügbar. ChargePoint, da bin ich schon hier, ne? Da bin ich, hier sind wir dann schon in ja, 4 von 4 verfügbar, 350 kW Säulen, also da geht richtig was. Und E.ON Drive eine 50er Säule hier unten. Die würde ich natürlich nicht nehmen, dann würde ich lieber diese nehmen. Also, die Autos helfen einem und man kann eigentlich gar nicht verloren gehen und das funktioniert heute, wenn das Auto dich ein bisschen unterstützt, sehr gut. Ansonsten gibt es Navis. So, mein Ziel steht da, Dortmund. Ja, auf geht's. Da werden wir heute Abend übernachten, aber das zeige ich euch gleich. Erstmal geht es weiter nach Essen. Und weil ich Zeit habe, weil ich ja noch, ich sag mal, muss eigentlich um 16 Uhr auf der Messe sein. Ich habe also genügend Zeit, werde ich noch einen Happen essen. Also, weiter geht's auf die Bahn Richtung Essen, Dortmund, ab in den Pott. So, und wie ihr seht, mache ich einen kleinen Zwischenstopp in Nottuln. Das ist ein Tesla Supercharger. Und tatsächlich kann man einen Fisker, das seht ihr hier, am Tesla Supercharger aufladen. Beim Aufladen am Tesla Supercharger muss man aufpassen, dass man so ein bisschen die Ladestationen nicht unnötig blockiert. Der Fisker Ocean hat die Ladebuchse vorne links.
Und dann steht man eigentlich immer auf 2 Ladestationen, nämlich einmal auf der, an der man lädt und einmal auf der man parkt. Ist ein bisschen unglücklich, lässt sich aber nicht vermeiden, geht nur so. Und ja, früher musste man tatsächlich einen Tesla fahren, um hier laden zu können. Mittlerweile sind die alle freigegeben und du kannst mit jeder Fremdmarke hier laden. Lädst halt nur die Tesla-App drunter und kannst dann einfach den Wagen anstecken und lädst. Die Preise variieren. Je nach Uhrzeit, zu der man hier lädt, das wird dir angezeigt und dann gibt es da keine Rätsel auf. Also heute mal am Tesla. Hier sind auch noch Ladestationen, hier ist EWE Go und hier ist natürlich die goldene Möwe. Ich habe ja gesagt, Elektroautofahren macht dick und das ist eins der größeren Probleme beim Elektroautofahren, dass die Ladesäulen immer bei diesen Burgerbratern stehen und ja, eigentlich will man das nicht. Ich glaube, ich esse hier nur einen Salat. Okay, am Ende wurde es dann tatsächlich ein Salat, aber mit Beilage. So, der Burger oder was das da eben war, ist verdaut. Es ist wirklich schade, dass man immer wieder an diesen Stationen landet, aber es ist halt so, die Auswahl ist da sehr eingeschränkt. Und ich habe mir auch noch einen Kaffee gekauft und ich wollte ja durchfahren und ganz ehrlich, hätte ich auch machen können, denn der Akku des Autos war ja auf 30%, als ich hier angekommen bin. Also ganz locker bei 70 Kilometern Restreichweite, alles ganz easy. Und ich habe aber etwas Hunger gehabt, wollte was essen, mir einen Kaffee kaufen und dann lädst du hier, weil wenn er steht, steht er, dann lädt er, so heißt der Spruch von Owe und das ist auch so gemeint. Wenn ihr den Wagen irgendwo abstellt und reingeht, dann kann der in der Zeit laden. Wir sind jetzt wieder bei, mach ihn mal an, bei 70% State of Charge, also von 30% auf 70%. Mal gucken, zack, jawohl, laden, ja, 70% State of Charge und mal sehen, wie es bis jetzt aussieht. Ich bin 275 Kilometer gefahren, habe 76 Kilowattstunden verbraucht, also irgendwas um und bei 30 ist der Schnitt. Gucken wir dann gleich, wenn wir da sind. Gut, auf geht's. Also, wieder auf die Bahn. So, angekommen in Essen und ich zeige euch kurz die Daten. Es ist 14:45 Uhr, ganz entspannt, habe mir Zeit gelassen. Route abbrechen, ja, denn wir sind jetzt da und wir gehen es hier einmal durch. Dieser Tripcomputer ist nicht ganz so hundertprozentig, 352 Kilometer und 100 Kilowattstunden ungefähr verballert. Also 100 durch 3 ist irgendwo 30, kurz unter 30 pro 100 Kilometer. Das machen wir ganz in Ruhe nachher, wenn wir da sind. So, und jetzt bin ich hier in Essen vor der Messehalle, vor der Grugerhalle genauer gesagt, auf dem Presseparkplatz, denn ich habe eine Presseakkreditierung hier in Essen und da kann man hier auch ganz nett parken. Ich bin zur Energy Messe und da zeige ich euch etwas ganz Neues, etwas, auf das wir Elektroautofahrer in Zukunft häufiger treffen werden. Also gehen wir jetzt da rein. Und das ist die eWorld, eine Business-Messe rund um Energie in jeder Form. Wir sind Stadtwerke, Energieanbieter, Ladestationsanbieter, Unternehmensberatung. Hier ist alles rund um das Thema Energie. Alle sind hier busy, alle sind wichtig, wie halt so eine Business-Messe halt ist. So, und ich bin hier verabredet am Stand von Compleo. Da zeige ich euch das Produkt, um das es hier geht. Und um dieses Gerät geht es heute, um den neuen HPC-Charger von Compleo. Gehört ja zu Kostal, wie die meisten von euch mittlerweile wissen. Und das ist er. Auf das Teil werden wir demnächst beim Elektroautoladen häufiger treffen. Das ist ein HPC-Charger mit 200 kW Ladeleistung verteilt auf 2 Ladepunkte. Und der ist einzigartig. Schaut euch mal das Format an. Der ist nämlich super flach und breit und nicht so hoch. Und damit lässt er sich auch zum Beispiel in Parkhäusern oder Tiefgaragen montieren, wo man bisher solche Charger nicht montieren konnte. Dazu ist er super leise. Es gibt ja auch immer wieder Beschwerden, dass die Dinger viel zu laut sind und dass das alles so brummt und summt, gerade auch in Wohngebieten. Und der ist super flüsterleise.
Und da man nur von vorne ran muss, kann man den auch an die Wand stellen. Aber alles andere werden wir gleich in einem Gespräch mit dem Vorstand von Compleo klären. Aber schaut es euch mal an. Und es gibt noch eine Besonderheit. Und das ist diese Leiste hier, diese LED-Leiste, die ihr hier seht. Die zeigt mir an, von weitem schon, wie voll oder leer das dort ladende Auto ist. Das heißt also, ich kann schon von weitem sehen, derjenige, der da dran lädt, ist er gleich fertig, ist er gleich voll oder nicht, je nachdem, wie weit oben diese Lichtleiste ist. Das haben sie gut gemacht und das ist ein Produkt, mit dem man Ladeinfrastruktur schaffen kann, wo bisher keine zu schaffen war. Echter Problemlösung. Und zu meiner angenehmen Überraschung gibt es hier eine ganz tolle Foodtruck-Karawane mit super leckeren Sachen, Pokeballs und so weiter. Hätte ich doch mal etwas länger durchgehalten, weil dieses McDonald's-Ding, das liegt mir jetzt hier richtig quer im Magen. Aber sei es drum, schade. Das schöne Bowl, das wäre deutlich leckerer gewesen als dieses Wrap-Ding. Und dann ging es aber zurück zu Compleo in einen Talk mit dem Vorstand und der Vertriebsmannschaft über die Vorteile des neuen HPC Chargers. Und am Ende gab es da auch noch was zu essen. So, das war der Messebesuch bei Compleo. Sehr interessanter Talk mit dem Vorstand Jörg Lohr, der schon sehr lange in der Branche ist. Und man sieht sich ja immer mehrfach, in dieser Branche geht ja keiner verloren. Jetzt geht es zum Auto und dann geht es in die Innenstadt von Dortmund. Da habe ich mir ein Hotelzimmer genommen, denn morgen geht es ja weiter nach Dresden. Roadtrip Hamburg, Essen, Dortmund, Dresden, Hamburg. Also, auf nach Dortmund. Da steht da auf dem Parkplatz der Fisker und wartet auf mich. Schnell das Ziel eingeben in Dortmund. Warum Dortmund? Weil durch die Messe in Essen alle Hotels voll waren. Der Weg Essen-Dortmund ungefähr 40 Kilometer, etwas mehr als eine halbe Stunde. Noch schnell die neuesten Nachrichten angemacht, damit man informiert ist und dann rauf auf die A40, den Ruhrschnellweg, sozusagen die Lebensader im Ruhrgebiet. Und zack, bin ich in Dortmund, das geht alles ganz schnell. Den Wagen habe ich in einer Tiefgarage unter dem Marktplatz von Dortmund gelassen, wo das Parken über Nacht tatsächlich sehr günstig ist. Ich glaube, nur 3 Euro hat es gekostet, es sei denn, man bleibt etwas länger. Und da steht er jetzt, der Fisker Ocean hat sich eine gute Nachtruhe verdient und auch für mich geht der Tag jetzt langsam zu Ende. Was für ein aufregender Tag, der sich jetzt dem Ende neigt. Es ist fast Mitternacht, ich gehe jetzt ins Bett und es geht im nächsten Video weiter mit dem zweiten Tag vom Roadtrip. Da geht es dann von Dortmund nach Dresden. Aber vorher habe ich mir hier in Dortmund noch etwas überlegt, was ich unbedingt machen will. Das solltet ihr euch angucken, wird recht spektakulär. Das Video, wenn es fertig ist, verlinke ich euch hier oben gleich. Dann könnt ihr gleich klicken und den zweiten Tag des Roadtrips gucken auf meinem Weg Hamburg, Essen, Dresden, Hamburg. Ich bin Oliver von 163 Grad. Da geht es weiter im nächsten Video, wenn es schon fertig ist. Und wenn ihr wollt, Kanal abonnieren, das wisst ihr ja. Und wenn ihr mögt, hier kommentieren. Also, gute Nacht.